Also das ist die Konstruktion oder der Plan von dem Plattenlager oder Blechlager. Einmal oben links die Vorderansicht, drunter die Draufsicht und rechts die Seitenansicht. Und das ist quasi so geplant, dass man eben von der Längsseite diese Platten reinschieben kann oder auch wieder rausnehmen kann. Geplant habe ich das Ganze jetzt mit einer Länge von 1,80 Meter. Ich habe 2 Meter Stangen bestellt und ich mache es jetzt auch einfach 2 Meter lang. Dadurch verändern sich eigentlich nur die Abstände ein bisschen von diesen Querstreben unten und oben. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Und was ich auch noch verändert hatte, in der Skizze ist eben diese Breite mit 58 cm drin. Und da hatte ich ja die Querstreben geplant, oben und unten mit 50 cm. Und da ich eben diese 2 Meter Stangen bestellt habe und die auch nicht auf Millimeter genau 2 Meter waren und ich die auch noch sägen musste, bedingt durch den Verschnitt dann bin ich halt eben runtergegangen auf 49,5 cm pro Querstrebe. Was eigentlich auch für den Aufbau keine Rolle spielt. So, die Teile sind jetzt schon mal hergeschnitten. Das sind jetzt diese Querrohre. Die wollte ich eigentlich 500 mm machen. Habe es jetzt aber 495 mm gemacht. Weil die 2 Meter Stangen, die ich bestellt habe, sind auch nicht alle auf einen Millimeter 2 Meter. Und der Schnitt kommt dann auch noch dazu. Deswegen sind die jetzt nur 495 geworden. Es sind 12 Stück eben in der Länge. 40 mal 40 mal 2 mm. Dann von diesen 4 mm Flachstahl, also 40 mal 2, 1,50 Meter lang. Da kommt es auf Millimeter nicht an. Die lasse ich einfach in der bestellten Länge 1,50. Ob das jetzt 1 Millimeter kürzer oder länger ist, die meisten sind 1-2 Millimeter kürzer. Ist auch egal. Die 4 Längsrohre habe ich in 2 Meter bestellt. Gleich. Die werde ich so lassen. Da ist auch egal, ob die jetzt ein paar Millimeter hin oder her länger oder kürzer sind. Für die Höhe, da habe ich mir diese 2 Meter Stangen 6 Mal auf 1,50 Meter runtergeschnitten. Und das sind jetzt die Abschnitte davon. Da hätte man auch ein bisschen besser planen können und die Abschnitte dann eben gleich für die hier mitverwerten. Aber, naja, die paar Meter ist jetzt auch nicht so wild. Ich werde jetzt erstmal die Querrohre mit Löchern versehen. Also ich habe mir hier so einen kleinen Anschlag gebaut einfach, wo ich dann diese Rohre quasi positionieren kann. Da kommt ja beidseitig in den Abständen kommen da die Löcher rein, wo man dann eben diese Gewindestangen reinstecken kann. Und ja, auf 2 Seiten halt, dass man die Stange durchstecken kann. Das habe ich jetzt hier schon mal rausgeschnitten und ja, die anderen 5 werde ich jetzt auch noch schneiden. Und wenn die geschnitten sind, dann halt noch in diese Flachstahlstücke die gleichen Löcher reinschneiden. Ja, ich habe da diese Datei erstellt mit den entsprechenden Löchern. Also die Außenkontur schneide ich da immer nicht. Die habe ich nur drin gelassen zum Positionieren vom Brenner. Aber es werden halt eben diese 1, 2, 3, 4, 5 Löcher rausgeschnitten. Die Datei lade ich auch mit hoch, falls jemand auch bauen möchte oder rausbrennen möchte. So, ich habe jetzt schon mal angefangen, das oberste
bzw. das unterste Teil zu schweißen. Und das zweite werde ich jetzt einfach drauflegen und genauso ausrichten und schweißen. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass ich mich verzählt habe bei den Teilen hier. Da habe ich ja insgesamt 12 Stück hergeschnitten, aber ich brauche 14. Ja, deswegen werde ich jetzt von diesen Restschnitten, die mir überblieben sind, die sind zwar ein paar Millimeter zu kurz, aber da werde ich jetzt von denen noch 2 hernehmen und dann einfach mit ein bisschen größeren Lücke dann mit reinschweißen. Genau, also von den Querstreben hier braucht man keine 12, sondern 14 Stück. Das ist jetzt der Deckel, beziehungsweise das obere Teil von dem Gestell. Und da hatte ich eigentlich nur am Anfang und am Ende hier diese Zapfen oder diese Überstände eingeplant. Ich habe da aber jetzt aus Resteln noch ein paar zusammengeschnitten und die einfach in ein paar Abständen reingemacht. Dass man da oben dann Rohre oder irgendwas ablegen kann und das nicht seitlich runterrollt. So, das Gestell ist jetzt fertig. Ich habe es jetzt mit Sprühlacken, die ich noch über hatte, ein bisschen lackiert, einfach dass es nicht rostet. Zum Schweißen war es nicht so cool. Ich glaube, ich habe es zu heiß geschweißt, also es hat sich ganz schön verformt. Wirklich im rechten Winkel ist es nicht. Ich habe es jetzt unten ausgeglichen mit so Ladegummis, dass es einigermaßen steht. Ich werde es dann noch irgendwie an der Wand noch festdübeln. Genau, und da ist es jetzt quasi so gedacht, dass man halt bei den Löchern Gewindestangen oder irgendwas durchstecken kann, um halt dann auf denen auch mal noch irgendwas zu lagern, dass der Platz nicht verloren ist, falls man eben hier nur auf der Höhe Platten drin hat oder was. Oder oben dann noch Stangen oder Rohre reinlegen will. Genau. Ich habe es jetzt auch nicht so aufgebaut, wie es auf dem Plan war. Auch weil ich mich verzählt habe. Also es sind jetzt unten mehr Querstreben drin und oben auch. So ein bisschen frei nach Schnauze einfach. Genau. So, ich habe jetzt schon mal ein paar Bleche reingestellt. Funktioniert ganz gut. Was ich glaube ich vorhin falsch gesagt habe, diese Flachmetallstücke hier sind 4 mm stark, kein 2 mm. Die Rohre sind 2 mm stark. Was jetzt bei mir nicht so gut funktioniert hat, eben dass das Ganze ziemlich verzogen hat beim Schweißen. Also wirklich gerade stehen tut es nicht von alleine. Ich habe halt ein bisschen untergelegt. Und wo ich mir auch zu wenig Zeit gelassen habe, war das Ausrichten von diesen Rohren und Flachstahlstücken, weil die Löcher nicht wirklich fluchten. Also da ist quasi jetzt der Plan, dass man halt einfach da eine Gewindestange durchschiebt und die halt dann quasi durch mehrere oder nur durch 2 Löcher oder nur hier oder hier durchschiebt auf irgendeiner Höhe und man halt dann da eben auch noch Sachen dann lagern kann, dass der Platz darüber einfach nicht verloren ist. Genau, aber so bin ich ganz zufrieden damit. Erfüllt seinen Zweck. Ja. Genau, ich lade die Dateien auch so, wie es geplant waren, hoch auf Google Drive. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen anders da aufgebaut. Ich habe es ein bisschen länger gemacht, oben mehr so Zapfen hingeschweißt aus Resteln. Aber da kann man ja nach Belieben variieren. Vielleicht hier nochmal kurz eine Ansicht von der Seite rein. Das sind jetzt eben 1, 2, 3, 4, 5 Fächer. Ne, 1, 2, 3, 4 Fächer. Wo man halt die Blechplatten jetzt reinschieben kann. Ich habe es ein bisschen mit Lack, was ich noch da hatte, schwarz und silber lackiert, dass einfach nicht so schnell zusammenrostet. Und hier den Abstand ein bisschen kürzer gemacht für kürzere Stücke und hinten dann den Abstand ein bisschen länger gelassen von diesen Querstreben unten. Von der Stabilität ist es auch okay, dadurch, dass die Dinger oben und unten festgeschweißt sind, biegen sich die eigentlich nur minimal, wenn da was dran anlehnt. Also ja, je nachdem, wie viel Spiel das sie haben. Der hat schon ein bisschen mehr, aber ab hier ist dann auch Schluss, weil er sich einfach nicht mehr weiter strecken kann.